Hier sieht man überall die Einschusslöcher, die Zerstörung. Wir sind mit einer Einheit der kurdischen ISF im Nordosten Syriens unterwegs und suchen nach Minen. Alles neben den Straßen ist potenziell gefährlich. Da ist eine Antipersonenmine. Die Minenräumer hier riskieren jeden Tag ihr Leben. Ich habe irgendwie Schiss, von hier aus nur zuzuschauen. Es war alles mit diesem Stahlseil verbunden und wenn das losgegangen wäre, wäre halt alles auf beiden Straßenseiten hochgegangen. Diese Springmine, wenn da jetzt was passiert, dann sind wir alle tot. Doch sie sind die einzige Hoffnung für die Menschen, die in dieser ständigen Gefahr leben müssen. Die Situation ist noch schlimmer, als wir dachten. Ja, der kleine Junge, wie alt ist der? Wir müssen hier nur von der falschen Straßenseite abbiegen und dann macht's bumm. Hier sollen wir mitfahren. Ja, guck mal, wo wir landen. Ein Kampfmittelräumteam der ISF nimmt uns mit. ISF steht für Internal Security Forces, eine kurdische Einheit. Hier in der Region um Deir ez-Zor wurde bis August 2024 noch gekämpft. Jetzt leben die Menschen zwischen Trümmern und in ständiger Gefahr. كلها معبيه كالغام احنا كقوات امن داخلي نحاول انه نبعد الاهالي عن الالغام هاي. Jahrelang haben die Kurden gegen das Assad-Regime gekämpft, das von Russland und dem Iran unterstützt wurde. Der Fluss Euphrat war dabei die Hauptkampflinie. Im August 2024 wurde eine Waffenruhe mit dem Assad-Regime vereinbart. Doch nur ein paar Monate danach wurde das Regime gestürzt. Auf der anderen Seite des Flusses gibt es jetzt eine neue Regierung, entstanden aus der islamistischen Rebellengruppe HTS. Diese neue Regierung wurde von den Kurden bis jetzt noch nicht anerkannt. Wie lange die Waffenruhe hält, weiß niemand. So why you have the gun with you? معرضين احنا لاي مقاتل او شيء اي هجوم. Hier haben kurdische Einheiten 7 Dörfer unter ihre Kontrolle gebracht. Aber überall sind noch Minen vergraben. Absteigen? Schauen wir mal, wo wir landen. Abdus Salam ist der Kommandant der ISF-Einheit. نحن راح نباشر حاليا راح نروح نفحص المكان هذا ونشوفه اذا عندنا قدره على ازاله هذا اللغم راح ننزله. هاي منطقه حسينيه. اسم القريه منطقه الحسينيه. هي كانت خط فاصل بين الميليشيات الايرانيه اللي كانت مسيطره على المنطقه وبين قواتنا. بشكل عام هاي المنطقه مثل ما قاعد تشوفون بيوت. Wir sollen auf der Straße bleiben. Alles neben den Straßen ist potenziell gefährlich. Könnte was liegen. Wir haben jetzt hier einen Tipp bekommen, dass da vorne ein improvisierter Sprengsatz liegt. Wir gucken jetzt gerade, was es sein könnte. Und wir sollen jetzt hier warten, aus Sicherheitsgründen natürlich. Wirkliche Schutzausrüstung hat das Team nicht. Wir dürfen jetzt einmal dran gehen, aber natürlich müssen wir vorsichtig sein. Sie zeigen uns den Sprengsatz. Eine verkohlte Antipersonenmine. Hochgefährlich. Niemand weiß, wie lange sie schon hier liegt. Theoretisch gesehen könnte es jeden Moment explodieren. Eine Entschärfung ist zu gefährlich. Ein Spezialteam muss kommen. Also markieren sie die Stelle nur mit Ziegeln. Das ist einfach fies. Die liegen ja überall im Boden rum. Da hinten spielen Kinder. Wenn die da dran rennen, ja, weiß ja jeder, was passiert. Trotzdem müssen die Menschen hier leben. المشكلة هنا المنطقة تبعتنا تلقمت أول شيء قاع مثل ساعة أكست صار بيشوك وصار بيعيش فوقه ما عاد فينا يقبل هي. نحن راح نجيب أجهزة بخصوص الموضوع هذا. لكن نحن راح بالشيء الموجود عندنا نحن نشتغل. نحن خدمتكم هنا. يعني كل بيت مو أقل من 2-3 تأذم بالمنطقة لأن قطع تجر وهذا طار العيون وهذا. بس المنطقة هنا بس داير ما يدون هاي أكثر من 15 واحد اللي تأذم. Wir müssen weiter. Eine wackelige Fahrt entlang der Kampflinie. Wir merken, die Kämpfe haben zwar aufgehört, aber der Krieg ist für die Menschen hier noch lange nicht vorbei. Es war alles direkt in und an der Kampfzone dran. Hier sieht man überall die Einschusslöcher, die Zerstörung. Ich würde mich hier keinen Meter irgendwo ins Gebüsch trauen oder sowas. Es ist, könnte halt überall was liegen. Wir erreichen das nächste Dorf. Auch hier wurde gekämpft. Mitten im Feld die alten Stellungen der Soldaten. Wir können nur hier in der Mitte auf der Straße gehen, weil an beiden Seiten direkt liegen überall Minen und Sprengfallen. Also beide Felder hier nebendran. Wahrscheinlich hunderte Antipersonen, Antipanzerminen. Super gefährlich. Und trotzdem nutzen die Menschen die Straße regelmäßig. Sie sagen zu allem eigentlich IED, was ja eigentlich Improvised Explosive Device heißt, also eigentlich so Sprengfallen, die selbst gebaut sind. Aber sie sagen das auch zu richtigen Minen. Oh, da sind sie schon. 2 Antipanzerminen und eine Antipersonenmine liegen hier direkt an der Straße. What is the cable here down there?
بالنسبة للغم الموجهات كان في مقابل اللغم هون واحد هون وواحد هون كانوا حاطين الكابل هاد بالنص يعني أي واحد بيدوس على الكابل بيفجر اللغمة. Also hier sind überall die Löcher an dem Straßenrand, wo sie schon entschärft haben und da waren überall Sprengsätze drin und das war alles mit diesem Stahlseil verbunden und wenn das losgegangen wäre, wäre halt alles auf beiden Straßenseiten hochgegangen. How do you feel right now before starting the demining? معنويات عالية إن شاء الله وهذا الشيء يعتمد على الخبرة الشخصية. So you're not afraid or like feel a bit anxious about it? لأنه ما في أي خوف لأنه هذا عملنا الخاص بنا. Okay. Jetzt werden die Minen entschärft. Die Anwohner werden weggeschickt und auch wir müssen weg. انسحبوا يعني مسافة شيء 300 متر. 300 Meter hat er gesagt. Das ist die Reichweite, die so ein Ding dann haben kann bei Splittern. Also jetzt wird's gefährlich. Antipanzerminen explodieren normalerweise erst bei rund 100 Kilo. Aber es gibt auch immer wieder Sprengfallen unter den Minen. So eine Explosion würde niemand überleben. Der Minenräumer versucht, die Zünder rauszudrehen. Ich habe irgendwie Schiss, von hier aus nur zuzuschauen. Das ist, ich weiß nicht. Ich bin kein Minenentschärfer. Ich glaube, dafür muss man ein bisschen andere Nerven haben, als das, was wir machen. Der Zünder der ersten Mine sitzt zu fest. Hey. Und auch die zweite Mine kann nicht entschärft werden. Aber die Minen müssen weg von der Straße. Je länger eine Mine liegt, desto empfindlicher wird sie. Und das bedeutet gefährlicher. Wir halten jetzt noch ein bisschen mehr Abstand. Ich habe echt schon beim Zuschauen macht mir das Angst, wenn die das irgendwo hintragen. Und das sind jetzt auch noch keine 300 Meter. Und ich glaube, die stehen ja alle immer noch. Und das sind vielleicht 100 Meter jetzt. Die Antipersonenmine ist besonders gefährlich. Wenn sie hochgeht, fliegen hunderte Metallkugeln herum. Wer daneben steht, wäre direkt tot. Hier sollen alle Abstand halten und uns dann noch hinhocken. Immer mal hinter das Auto, komm. Ich glaube, ich fühle mich sicherer, wenn wir irgendwas zwischen uns und dem Ding haben. Sie haben diese Claymore-Mine, was ich denke, was es ist, haben sie mit einem Seil weggezogen, weil sie sagen, das könnte eine Sprengfalle sein. Deshalb ziehen sie weg und dann wissen sie, okay, es ist keine Sprengfalle, es ist was sie einfach entschärfen können. Wir haben Glück, keine Explosion. Aber die Minen sind dreckig und verrostet. Entschärfen wäre zu riskant. Also nimmt das Team sie mit. Sie werden später an einem sicheren Ort gesprengt. Okay, anscheinend dürfen wir jetzt wieder hin. Ich habe immer noch Schiss hinzugehen. Das hier ist spontan schnell, damit man möglichst schnell wieder eine grundlegende Sicherheit herstellt. In mehr als 58 Ländern gibt es verminte Gebiete. Oft helfen Hilfsorganisationen oder die Vereinten Nationen bei der Räumung mit strengen Sicherheitsregeln. Aber wenn die Kämpfe gerade erst vorbei sind, müssen Einheiten wie die ISF selbst räumen. Mit wenig Ausrüstung und viel Risiko. Ganz frisch gefunden, das ist eine Antipersonenmine. Steckt ja einfach in dem Erdhaufen drin. Da muss ja nur einer versuchen, diesen Haufen wegzubaggern und bumm. Das macht mir doch echt Bauchschmerzen, wenn die dieses Zeug auf die Ladefläche schmeißen. Lass uns mal ein bisschen nach hinten gehen. Klar ist, bis hier alle Minen weg sind, wird es noch Jahrzehnte dauern. Und trotzdem, überall spielen Kinder, mitten im Minenfeld. Es ist schlimm, dass die Kinder hier alle rumrennen. Da sind wir gerade da vorne, wie die Kinder dann durch die alten Stellungsgräben und sowas. Das hat, wie wir gerade gesehen haben, alles voll von dem Zeug. Also, es ist nur eine Frage der Zeit und Pech und Glück, ob da jemand drauf tritt. Ja, der kleine Junge, wie alt ist der? Ein Jahr vielleicht? Wir müssen hier nur von der falschen Straßenseite abbiegen und dann macht's bumm. Jeder Schritt könnte der letzte sein. Selbst auf dem Dach dieser Moschee liegen Minen. Diese Springmine, wenn da jetzt was passiert, dann sind wir alle tot. Dann fliegen wir vom Dach runter oder die Splitter töten uns, ist einfach vorbei dann. Wir treffen Ahmed. Er ist vor kurzem auf eine Mine getreten. يوم الجمعة 7 الشهر الحالي 7/2/2025 نزلت لتحت على نهر الفرات يعني أحتطب يعني كنا مركبين صوبة حطب مشان أطفال تدفئة وسبحان الله
صار اللي صار وأنا ماشي ما حسيت إلا شيء كذا شادنا فوق وخبطنا على الأرض. أثر لغم مدفون بالأرض. والحمد لله فقدنا الطرف الأيمن. بنفس اللحظة طبعا هو صارت عملية البتر من تقريبا كعب الموت، لكن بالمشفى يعني رفعوا مستوى البتر لأنه كانت اللحم كله هذا كله مستوي من المواد المتفجرة. هو اللغم هذا داخله فسفور، مادة الفسفور المادة المتفجرة به. نعرف المنطقة في الغم، لكن كان في طريق هيك في ظل عالم تروح وتجي، لكن إرادة الله إن شاء الله قدر الله ما شاء فعل. Er ist einer von vielen. Fast täglich gibt es neue Unfälle mit Minen. Die Menschen haben aber auch andere Zeiten erlebt. كان أجمل المعالم والذكريات الجميلة كانت بهذا الجسر. لكل المدينة كان هذا الجسر يعني مقصد العشاق والأحباب، وكل مكان كان مكان سحر عبر الطبيعة والنهر مثل ما تشوفون. Do you have family also? نعم متزوج. Like also kids? ولدين وبنت. When you have kids and you're doing this like job of doing the security here, demining, which is really dangerous and you could die in the end, it's like, are you not like afraid that you miss out your kids growing up? أكيد نحن من مشينا بهذا المكان نحن ما نفكر بهذا الشيء، لكن نحن نفكر إنه نحن نقدم التضحية من أجل عائلتنا، من أجل كل العوائل الموجودة والشعب اللي موجود. نحن بذلنا حالنا بهذا الشيء، يكون مستقبل يكون في سلام، يعم السلام بالمنطقة. Hier sind die Kämpfe vorbei, vorerst. Doch es gibt weitere Tote und Verletzte. Viele Orte sind unbewohnbar, aber die meisten Menschen können nicht weg. Die Minenräumer arbeiten weiter, Stück für Stück, aber die Gefahr bleibt.